Grüezi, Servus und Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video nehmen wir dich mit nach Ephesus, an den Markt von Tyre und fahren über den krassesten Bergpass in unserer Vanlife-Geschichte. Wenn dir das Video gefällt, dann lass ganz viel Liebe da, abonniere unseren Kanal, schreib einen Kommentar und viel Spaß! Wir schauen uns heute die antike Stadt Ephesus an und haben den Van hier hinten auf dem offiziellen bewachten Parkplatz für 200 Lira, das sind aktuell 6 Euro, geparkt. Der Eintritt kostet satte 700 Lira, das sind umgerechnet 21 Euro aktuell und wir schauen uns das jetzt mal an und berichten, ob sich das wirklich lohnt. Ephesus war eine antike griechische Stadt. Unter anderem ist sie bekannt für den berühmten Tempel der Artemis. Hier in Ephesus befindet sich auch die Bibliothek des Celsus, die ganz wichtige Schriftstücke der Antike beinhaltet. Ephesus wurde im Verlauf der Geschichte von verschiedenen reichen Kulturen erobert, unter anderem von den Persern, von den Römern oder von den Byzantinern. Und übrigens, Ephesus zählt zu eins der 7 antiken Weltwundern. Ephesus war früher eine ganze Hafenstadt, direkt am Meer. Aktuell ist das Meer 5 bis 10 Kilometer weiter vorne. Ich liebe ja historische Städte und hier sind wir im Rat von Ephesus von früher, das war gleichzeitig noch ein Theater, aber wir haben jetzt eine Abstimmung gemacht, wer die neue Hoheit im Van hat und... Einstimmig angenommen, ich bin es. Genau. 'Simon hat gesagt, ich muss Kleopatra spielen. Ich weiß doch auch nicht, wie die ist. Aber mit diesen Hosen geht es sowieso nicht so gut, weil heute ist es ziemlich kalt. Und ich habe sogar 2 Paar Hosen an. Heute ist nur 5 Grad, obwohl die Sonne scheint. Wir sind hier in der Celsus-Bibliothek, die wurde im 2. Jahrhundert nach Christus erbaut und ist noch ziemlich gut erhalten, wurde natürlich ein bisschen restauriert, aber sie ist noch da. Da hinter mir siehst du das antike Theater von Ephesus. Das wurde im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut und von Kaiser Trajan im 1. Jahrhundert nach Christus noch restauriert und erweitert. Es zählt unter anderem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es zählt zu den größten oder einer der größten antiken Theater der Welt und beinhaltet 25.000 Sitzplätze. Früher haben hier sogar Stierkämpfe und Theateraufführungen stattgefunden. Heute finden zum Teil noch Theateraufführungen statt und politische Diskussionen. Und es ist sogar so, dass von den Sitzplätzen, wenn man da flüstert, dass das auf der Bühne gehört wird. Wir machen jetzt mal ein Experiment, weil es ja heißt, dass hier so gut hörbar ist unten, was ich hier oben erzähle. Und ich bin gespannt, ob man das dann wirklich hört auf der Kamera. Spaß beiseite, wir haben natürlich ein Mikrofon an. Und es ist wirklich wahr, man hört nicht jedes Wort, aber man hört, dass Patricia oben was gesprochen hat. Also schon cool. Jetzt haben wir ganz viele antike Steine gesehen. Lohnt es sich? Ich finde schon. Ich finde es spannend, obwohl zwar der Preis relativ hoch ist, aber ich glaube, wenn man es nicht macht und dann wieder zu Hause ist, dann bereut man es. Ja. Weil das antike Theater, das ist wirklich toll. Und auch sonst, es ist eine richtig riesengroße Stadt. Wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie das früher hier ausgeschaut hat, dann war das wirklich sehr eindrücklich.
Was wir noch nicht gefunden haben, ist dieser Artemis-Tempel. Der wäre irgendwie 3,5 Kilometer weiter weg von hier. Mal schauen, ob wir den noch gefunden kriegen. Und jetzt bin ich eben hungrig und du? Ja, ich auch. Also, dann laufen wir die Hauptstraße wieder hoch und gehen was essen. Jetzt waren wir doch über 3 Stunden in dieser wunderschönen Stadt Ephesus. Hat sich gelohnt, wir waren hungrig und jetzt ist aber irgendwie diese Stadt ja diesem Tempel von Artemis gewidmet. Diesen Tempel haben wir aber gar nicht gefunden. Jetzt fahren wir da mal ein bisschen rum, weil der soll irgendwie hier außerhalb ein bisschen sein. Also fahren wir los. Wir haben den Tempel der Artemis doch noch gefunden. Der ist allerdings wirklich weg. Steht nur noch diese eine Säule da hinter mir. Ob die original so hoch war oder nicht, weiß ich nicht. Aber falls es so ist, dann war das ein sehr beeindruckendes Gebäude. Aber der Rest ist wirklich alles weg. Stehen nur noch ein paar Grundmauern. Und der Eintritt ist kostenlos. Also wenn du gerade hier bist, dann kann man sich das auch mal anschauen. Es gibt hier sowieso ganz viele Sachen, die sehr interessant sind. Es gibt noch die Höhle der Siebenschläfer, die vor Jahrtausenden oder Jahrhunderten mal entrückt sind. Und auch das Haus der heiligen Mutter Maria wäre auch noch irgendwo hier. Wir sind mittlerweile beim Stellplatz angekommen und müssen die ganzen Eindrücke verarbeiten. Es war wirklich spannend. Machen dann später noch unseren Plan für morgen, was wir morgen machen werden. Und verbringen einen gemütlichen Abend im Van. Wir haben eigentlich einen wunderschönen Stellplatz gefunden, aber es ist nicht immer so, wie es auf Social Media dargestellt wird. Auch hier liegt Müll. Nicht so viel wie damals in Albanien, das nicht, aber aktuell liegen hier sehr viele Glasscherben und mit den Hunden nicht so optimal. Wir haben uns jetzt da eine Ecke verzogen, die keine Glasscherben hat und optimal ist für uns. Ich zeige dir mal unseren Stellplatz. I will do anything you want me to do. Hey, Mr. Director, anything for you. I can sing, I can dance, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I will do anything you ask me to do. Jump out on the stage, get locked up in the cage. Guten Morgen, wir sind schon unterwegs, denn heute geht es nach Tire. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber es ist ein bisschen Landesinnere und dort soll der größte Wochenmarkt der Türkei stattfinden. Er soll satte 6 Kilometer lang sein und irgendwie unvorstellbar und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben den Van jetzt hier geparkt und laufen jetzt in das Städtchen rein und schauen uns diesen Riesenmarkt an. Ich bin hier leicht überfordert. Es hat viel zu viele Menschen und viel zu viele Stände. Und ich glaube, es ist auch viel zu laut. Und ich glaube, der ist wirklich 6 Kilometer lang. Schatz, wir hatten doch letztes Mal das Problem mit der Heizung in Griechenland. Wollen wir so einen Ofen kaufen? Den kann man hier auch kaufen. Das ist ein Simit
Bisschen anders, nicht ganz Sesam, also gar kein Sesam. Und der riecht nach Zopf. Geil. Wie Zopf bisschen. Das war echt cool, der Markt. Also der ist definitiv sehenswert, wenn du hier in der Region bist. Und jetzt gehen wir zurück zu Ari. Den haben wir nämlich im Van gelassen. Für den wäre es hier zu viel gewesen. So, wir sind wieder im Van und haben jetzt mal zusammengerechnet, was das alles gekostet hat. Haben hier alles ausgebreitet und das Ganze hat 7,17 € gekostet, was nicht viel ist. Ich hab's erwischt! Die waren so gut auf dem Markt, haben wir leider nicht mehr gefunden auf dem Markt und darum jetzt ist sie mit am Straßenrand. Also jetzt nochmal zusammengefasst, der Markt von Tire ist tatsächlich so groß, der ist, ich glaube, wirklich 6 Kilometer lang. Und es ist definitiv einen Besuch wert. Wir sind wirklich zutiefst beeindruckt von diesem Markt. Es sind zwar viele Menschen, aber keine Touristen. Und die Menschen dort sind so herzlich. Jedes Mal, wenn wir etwas gekauft haben, haben sie sich gefreut. So à la, ja, heute habe ich an einem Tourist etwas verkauft. Und es ist wirklich schön zu sehen. Also das ist noch das ursprüngliche Türkei, was du hier erleben kannst. Ja, also etwas wissen wir aus dem Vanlife. Immer wenn auf dem Navi für 30 Kilometer über eine Stunde gebraucht wird, wird der Weg sehr, sehr spannend. Und wir haben immer noch unseren Super LKW vor uns. Mal gespannt, wie das wird. Es ist ziemlich steil. Ich glaube, so steil sind wir noch nie gefahren mit unserem Van. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Wir haben noch 51 Minuten und 26 Kilometer. Also wenn die Schweizer sagen, es ist steil, dann ist es wirklich steil. Weil wir sind uns eigentlich gewohnt, Pässe zu fahren, nur der ist schon ein bisschen heavy. Da hoch müssen wir. Wieso machen wir das? Krass, die Straßen. So was habe ich noch nie in meinem Leben gefahren. Mein Gott. Scheiße, war das eng. Oh. Und steil. Und steil. Und es hört noch nicht auf. Wir sind jetzt hier am Stellplatz angekommen. Da ist wirklich nichts Schönes. Aber wir sind gerade richtig platt von der Fahrt.
so etwas Krasses bin ich in meinem ganzen Leben noch nie gefahren. Wir dachten, ah geil, da unten ist ein Dörfchen, wir sind gerettet. Und dann wurde es so eng da drin, dass, also echt, wir haben gedacht, entweder fahren wir irgendwie was ab oder wir kommen einfach durch. Und wir sind einfach irgendwie durchgekommen. Und dann ging es wieder so steil den Berg runter. Landschaftlich ist es hier mega schön, aber es war einfach... Und wir dachten heute Morgen, wir stehen auf und fahren an den Markt und fahren dann auf den Stellplatz und können was Leckeres kochen. Aber jetzt gerade sind wir echt platt. Ich musste heute unbedingt etwas kaufen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Die haben überall so Teigfläden verkauft. Und ich dachte eigentlich ursprünglich, das wäre irgendwie so Brot oder so türkisches. Aber wir haben jetzt rausgefunden, dass es für Börek ist. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Börek herzustellen, weil wir so viel davon haben. Also ist es heute unser Abendbrot. Also unsere Idee ist jetzt, wir haben noch einen griechischen Feta übrig. Den nehmen wir und wir haben heute Spinat gekauft. Den muss man irgendwie ankochen und ich versuche das jetzt alles mal irgendwie zu Börek zu verarbeiten. Jetzt haben wir uns Spinat mit Feta klein gestampft und wir müssten die jetzt eigentlich, diese Fladen, mit Butter besträufeln. Das haben wir aber nicht, wir haben nur Olivenöl. Also muss es damit gehen. Ich bin ja mal gespannt. Wie hatten die das zusammengefaltete? Sag nicht, dass das ein Stück ist. Doch. Und jetzt eng rollen. Oh. Ich würde gerne jetzt klug scheißen und sagen, das muss man jetzt noch mit Ei bestreichen bei 200 Grad in den Backofen für 35 Minuten, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, wir träufeln ein bisschen Milch drüber, da haben wir noch. Und dann backen wir es mal so lange, bis wir denken, es wäre essbar. Wir haben keine Ahnung, ob sie schon fertig sind oder nicht, aber wir sind so hungrig jetzt, wir essen jetzt einfach den ersten. Sieht natürlich nicht genau aus wie beim Türken, aber... Also Fazit, es ist sehr lecker. Das nächste Mal würden wir es mit Butter machen anstatt Olivenöl, weil es ist nicht so ganz original. Ich glaube, es muss wirklich Butter dran und mit Eigelb bestreichen. Aber sonst super. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben super geschlafen hier. War arschkalt, aber gut. Die heutigen To-Dos sind Wasser tanken, Diesel tanken. Was wissen wir noch? Grundnahrungsmittel einkaufen im Migros Genau. und zum neuen Stellplatz fahren. Ja, also das ist das heutige Programm. Das werden wir alles schaffen und los geht's. Heute war es ein bisschen schwieriger, um Wasser zu finden. Irgendwie keine Tankstelle hat den Anschluss, der bei uns gepasst hat. Jetzt haben wir aber einen gefunden in so einer Thermalquellenregion bei Pamukkale. Und hier neben mir kommt einfach heißes Wasser aus dem Boden raus. Echt spektakulär.
Wir sind angekommen in der Türkei, würde ich sagen. Wir sind aktuell in Pamukkale. Haben den Tieremarkt echt überlebt. Das war ein großes Der Gewusel. ist echt cool, der ist noch richtig ursprünglich und da kannst du die ursprüngliche Türkei erleben. Ganz genau. Und dann, wenn du von Tire weiter Richtung Pamukkale fährst, fahr wieder außen rum und nimm nicht diesen Berg. Wir haben da unsere krasseste Route ever erlebt. Ja. Allgemein schau dir die Straßen in der Türkei immer ein bisschen besser an, wo man durchfährt. Jetzt sind wir hier in der Region Pamukkale oder Pamukkale, ich sag Pamukkale. Pamukkale. Angekommen, wenn du weißt, wie man schreibt, schreib es unten in die Kommentare. Die gucken wir uns aber morgen an oder übermorgen, wir haben ja keine Eile. In diesem Sinne, Genau. schön warst du da, danke für deine Zeit. Abonniere unseren Kanal, lass ganz viel Liebe hier, das ist das Wichtigste. Schreib einen Kommentar oder stell eine Frage. Genau, gib dem Video ein Like. Und jetzt? Bis nächste Woche. Tschüss!